dieser Folge sind wir in Georgien und wir wissen noch immer nicht genau, ob und wie wir unsere Visa für den Iran bekommen können. Wir hatten 2 Möglichkeiten, um an unsere Visa für den Iran zu kommen. Die erste war, zurück nach Batumi fahren, dort das Visum beim iranischen Konsulat beantragen, ein paar Wochen warten und dann hoffen, dass das alles durchgeht und wir weiterfahren können. Die zweite Möglichkeit war, einmal ganz durch Armenien durchzufahren und dann zu hoffen, dass wir an der armenisch-iranischen Grenze ein Visa on Arrival für den Iran bekommen. Besonders bei dem Visa on Arrival wusste niemand, ob es das jetzt wirklich gibt. Und die Gefahr war, dass wir einmal ganz durch Armenien durchfahren und dann am Ende an der Grenze stehen, nicht rüberkommen. Und dann hätten wir nämlich den ganzen Weg, die ganzen 560 Kilometer auf armenischen Straßen mit einem alten Auto wieder zurückfahren müssen, weil die Grenzen von Armenien zur Türkei und zu Aserbaidschan komplett zu sind. Und weil wir keine Lust hatten zu warten, haben wir uns einfach für Möglichkeit 2 entschieden und sind wieder nach Armenien gefahren und dann direkt zur armenisch-iranischen Grenze. That's mine, said Harry, trying to snatch it back. Weil wir nicht genau wussten, wie das im Iran mit den Hunden ist, waren wir in Jerewan auch nochmal einkaufen. Wir sind dann auch ziemlich nah an der Bergkarabach-Region vorbeigefahren, wegen der sich Aserbaidschan und Armenien noch immer im Kriegszustand befinden. Wir wollten nicht direkt stumpf bis zur Grenze durchfahren und sind dann ein paar Mal vom Weg abgekommen, um uns den ein oder anderen Aussichtspunkt anzuschauen. Surprised to see Harry here, eh? Not a surprise. Molly, dear. No, Arthur. Then there was a popping noise, and the car, Harry and Ron. Harry! I've been wanting a word. You don't mind if you forms an essential part of most antidotes. It is also, however, dangerous. Who can tell me why? Und dann kam für uns der Moment der Wahrheit. Nach 2 Tagen Fahrt und 2 Übernachtungen sind wir endlich an der Grenze angekommen und würden nun endlich erfahren, ob wir ein Visa on Arrival bekommen können oder nicht. Es war dann schon relativ spät und es wurde langsam dunkel und wir konnten dann ganz normal aus Armenien ausreisen, sind dann zur iranischen Grenze gefahren und dort wurde uns gesagt, dass es möglich ist, ein Visa on Arrival zu bekommen, aber es sei gerade donnerstags und donnerstags und freitags hat die Visa Office zu und deswegen sollen wir doch bitte in 2 Tagen wiederkommen.
Also sind wir wieder zurück zur armenischen Grenze gefahren und wir haben dann gefragt, ob wir im Niemalsland stehen bleiben können für diese 2 Nächte, weil die Ein- und Ausreise auch immer ziemlich hohe Gebühren kostet. Und nach einer etwas längeren Diskussion und einer netten Unterhaltung mit allen Leuten, die standen dann alle im Kreis und es war dann irgendwie nach einer Zeit dann auch wieder ganz witzig, hieß es dann, dass es doch kein Problem ist und so mussten wir dann unsere Pässe abgeben und haben die dann nach 2 Tagen wiederbekommen. Ich habe dann mal versucht, so ein bisschen Undercover-Filming zu machen. Wir sind immer sehr vorsichtig, wenn wir an den Grenzen irgendwelche Filmaufnahmen machen, aber ich war echt erstaunt darüber, wie einfach diese Grenze da war, weil irgendwie hatte ich erwartet, dadurch, dass es ja nur eine Grenze zum Iran hin gibt und 3 Grenzen nach Georgien, hatte ich irgendwie gedacht, dass diese eine Grenze zum Iran auch groß sein muss. Aber eigentlich hätte man es schon an dem Straßenzustand zur Grenze hin erraten können, dass das nicht unbedingt eine Grenze ist, die sehr viel benutzt wird. Und dort haben wir dann 2 Tage gewartet. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.